ZDF heute live, herzlich willkommen. Vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag wird in 15 Minuten eine Entscheidung getroffen, die für Israel und den Gazastreifen größte Bedeutung hat. Und zwar, ob Israel seine Kampfhandlungen in Gaza sofort einstellen muss. Wir übertragen das live. Wenn ihr Fragen habt dazu, dann schickt sie uns gerne über die Kommentare oder an die eingeblendete E-Mail-Adresse. Und ich sehe, dass das Interesse in den Chats schon jetzt sehr hoch ist. Hier ist sogar ein User dabei, der sogar vor ein paar Wochen die beiden Anhörungen in diesem Verfahren verfolgt hat. Wir werden darüber gleich sprechen mit einer Professorin für internationales Strafrecht, unserem Korrespondenten in Israel und beginnen jetzt aber mit unserem Korrespondenten vor Ort. Gunnar Krüger ist das in Den Haag. Hallo Gunnar, schön, dass du dabei bist. Du bist vor dem großen Sitzungssaal des Friedenspalastes in Den Haag. 84 Seiten lang ist diese Klageschrift. Worum geht es genau? Also Südafrika, der Staat Südafrika hat den Staat Israel verklagt. Vorwurf, ein Verstoß gegen die UN-Konvention für die Verhütung und Bestrafung von Völkermord. Beide Länder, sowohl Israel als auch Südafrika, sind Unterzeichner dieser UN-Konvention und deswegen ist es eben möglich, dass man eben hier klagt. Hier an diesem Gericht, im Internationalen Gerichtshof, können Staaten gegen Staaten klagen. Ich gucke hier gerade in den Chat, ein User schreibt, Israel wird nicht aufhören, ganz egal, was entschieden wird. Sie haben ein Recht auf Selbstverteidigung. Auch das spielt ja in diesem Verfahren eine Rolle. Bevor wir darauf noch eingehen, wir hören, Gunnar, im Hintergrund ist es sehr laut bei dir. Es wird auch demonstriert in Den Haag, richtig? Richtig, es wird demonstriert und wenn ihr wollt, kann ich euch einmal kurz einführen in die Location sozusagen. Das ist also der Friedenspalast von 1913, der also tragischerweise kurz vor Beginn des Ersten Weltkriegs eingeweiht wurde. Und vor diesem Friedenspalast in Den Haag demonstrieren beide Seiten. Auf der einen Seite sind das hier, wenn wir einmal hier durchdrehen bis hinter den Baum, sieht man auf gutem Abstand eine Demonstration für Israel, für die israelische Seite. Man sieht die israelischen Fahnen, man sieht den Davidstern. Dazwischen eine Menge Polizei, die beide Seiten auf Abstand hält. Und wenn wir noch mal ein ganzes Stück weiter drehen, dann sehen wir da drüben eine Demonstration von Unterstützern der palästinensischen Seite. Man sieht auch einen großen Monitor. Es ist also eine Art Public Viewing. Das ist die Szenerie, in der sich heute diese vorläufige Entscheidung abspielt. Das heißt, das Interesse, die Aufmerksamkeit ist sehr, sehr groß. Wir werden in wenigen Minuten hören, wie die Entscheidung getroffen wurde. Welche Folgen hat das? Also, wir müssen ganz deutlich heute immer wieder sagen, heute fällt noch nicht das Urteil in der Hauptsache, also in der Frage, ob tatsächlich ob Südafrika Israel zu Recht Völkermord vorwirft oder nicht. Heute entscheidet das Gericht 2 Wochen nach der Anhörung erst einmal über die Frage, ob vorläufige Maßnahmen erlassen werden sollen. Auf Englisch also Provisional Measures, so drückt sich hier das Gericht aus. Es gibt 17 Richter, 15 ordentliche Richter, 2 weitere Richter, die beide Seiten hier dazugebracht haben. Und diese 17 Richter, die müssen jetzt erstmal darüber entscheiden, ob das, was Südafrika hier vor 2 Wochen vorgetragen hat, die Anschuldigungen bezüglich des Völkermords, also bezüglich des Verstoßes gegen die Völkermord-Konvention der Vereinten Nationen, ob das so stichhaltig war, ob das so plausibel war, also ob es ein plausibles Risiko gibt, dass es tatsächlich Völkermord in Gaza gibt. Und wenn es das so ist, also wenn sozusagen das Urteil auf Völkermord lauten könnte, wenn es in der Spannbreite der möglichen Urteile dieses Gerichts liegt, dann kann das Gericht jetzt schon nach 2 Wochen vorläufige Maßnahmen erlassen. Und Südafrika hatte eine ganze Reihe von vorläufigen Maßnahmen in seiner Anhörung gefordert. Dazu gehört eine sofortige, eine dauerhafte Waffenruhe im Gazastreifen. Dazu gehört aber auch mehr humanitäre Hilfe durch die UN und die Sicherung von Beweisen für den von Südafrika vorgebrachten Vorwurf des Völkermords. Also
Diese Maßnahmen hat Südafrika gefordert, aber die Richter müssen dem nicht folgen. Sie können heute um 13 Uhr auch andere Maßnahmen erlassen. Warum Südafrika, Gunnar? Tja, also die ganz einfache Antwort wäre, weil Südafrika es kann. Wir hatten ja eben schon gesagt, beide Staaten sind Unterzeichner der UN-Völkermord-Konvention. Also beide unterwerfen sich dieser Rechtsgebung und diese Konvention sieht eben auch vor, dass wenn ein Staat gegen diese Konvention verstoßen sollte, dass dann ein anderer Staat, ein anderer Unterzeichnerstaat ihn hier vor den Internationalen Gerichtshof bringen kann. Also es ist möglich, es kann wirklich jeder Staat, er muss nicht selbst betroffen sein, einen anderen Unterzeichnerstaat hier vor den IGH bringen. Ein Beispiel, was häufig dafür angeführt wird, das ist der westafrikanische Staat Gambia, der Myanmar für seinen Völkermord an den Rohingya vor den IGH gebracht hat. Also es ist gar nicht so ungewöhnlich, dass hier weit entfernte Weltregionen über dieses Weltgericht sozusagen in Kontakt treten und hier Rechtsetzung suchen. Wir schauen mal auf eine Zusammenfassung. Christina, Entschuldigung. Gunnar, bitte. Christina, darf ich dich kurz noch unterbrechen, weil du fragtest, warum Südafrika? Das ist ja nun eine Antwort. Warum kann das Südafrika machen? Aber die andere Antwort ist natürlich auch, weil Südafrika eine Tradition hat, was die Unterstützung der Palästinenser angeht. Wir können vielleicht einmal zurückdenken an die 90er Jahre. An Nelson Mandela und an den Kampf des afrikanischen Nationalkongresses für die Freiheit in Südafrika gegen Apartheid. Und Nelson Mandela hatte in den 90ern, wenn man sich noch mal erinnert, hat er auch oft Yasser Arafat getroffen, damals der Anführer der PLO, der Palästinenser. Und Nelson Mandela sagte damals, wenn wir jetzt unsere Freiheit erreicht haben in Südafrika, dann ist die nicht vollständig, bevor nicht alle ihre Freiheit erreicht haben. Da gab es also eine Art Internationale der Befreiungsbewegungen und dem fühlt man sich heute noch in Südafrika verpflichtet. Das hat auch eine innenpolitische Dimension, weil der ANC, der heute ja eine Partei ist, die noch immer an der Macht ist, natürlich da an ihre alten Traditionen anknüpfen kann und damit, man sieht es an vielen Demonstrationen in Südafrika, auch eine gewisse Wählerbindung erzeugen kann. Das, was du ansprichst mit Südafrika, ist auch thematisiert in einem Stück von Florian Neuhan, das die Lage noch mal zusammenfasst, auch was die Verhandlungen jetzt angeht. Schauen wir uns kurz an. Was ist das hier in Gaza? Legitime Selbstverteidigung Israels oder Völkermord an Palästinensern? Es ist der wohl härteste Vorwurf im internationalen Recht und er wird hier verhandelt. Den Haag, Internationaler Gerichtshof. Südafrika hat Klage eingereicht gegen Israel. Niemand in Gaza wird verschont, nicht einmal neugeborene Babys. Südafrika fühlt sich den Palästinensern seit langem verbunden. Man setzt deren Kampf gleich mit dem eigenen von früher, dem gegen die Apartheid zu Zeiten von Nelson Mandela. In Den Haag versuchte die südafrikanische Delegation vor 2 Wochen der israelischen Regierung Absicht nachzuweisen. Die Absicht, eine ganze Volksgruppe auslöschen zu wollen. Israel wies dies als völlig verzerrt zurück. Heute entscheidet das Gericht zunächst über den Eilantrag Südafrikas. Die Richter könnten Israel auffordern, die Angriffe auf den Gazastreifen sofort einzustellen. Tja, und wir sind jetzt wenige Minuten vor der Entscheidung des Gerichts. Gunnar Krüger in Den Haag, kannst du noch mal erklären, warum dieses Gericht, warum der Internationale Gerichtshof? Ja, wir hatten es ja eingangs schon angerissen. Der Internationale Gerichtshof ist zuständig für Klagen von Staaten gegen Staaten. Es kommt ja häufig Verwirrung auf bei der Vielzahl der Gerichte, die hier in Den Haag ansässig sind. Es gibt ja auch noch den Internationalen Strafgerichtshof. Da sind dann Klagen möglich von Individuen oder gegen Staaten. Und dann gibt es natürlich auch noch die verschiedenen Tribunale, zum Beispiel für Ruanda, für das ehemalige Jugoslawien. Also man muss das ganz klar auseinanderhalten. Deshalb also hier der Internationale Gerichtshof, weil eben beide Staaten Signatarstaaten, Unterzeichner der UN-Völkermord-Konvention sind. Nun werden wir gleich 17 Richter sehen. Kannst du uns erklären, wie sich dieses Kollegium aus Richterinnen und Richtern zusammensetzt?
Ja, da hat jeder Staat, der den Internationalen Gerichtshof anerkennt, hat da rotierend Richter zu entsenden nach Den Haag. Zurzeit ist es so, dass es eben 14 reguläre Richter gibt. Die Vorsitzende ist eine Amerikanerin und zu diesen 15 Richtern können dann die Staaten, die von dem jeweiligen Verfahren betroffen sind, noch Ad-hoc-Richter schicken. Das heißt also, sie können selbst noch mal Richter benennen, die dann auch an den Beratungen teilnehmen. Und da ist ganz interessant hinzuschauen, wen die jeweiligen Staaten geschickt haben. Südafrika hat da äußerst renommierte Rechtsexperten geschickt und hat hier seine Anhörung übrigens auch von Ministern begleiten lassen. Heute ist Südafrikas Außenministerin hier. Aber Israel hat eine ganz interessante Persönlichkeit hierher geschickt, und zwar einen Richter, der eigentlich in Opposition zu der Regierung von Benjamin Netanyahu steht, der kritisiert hat die Justizreform, die diese Regierung vorgehabt hat und die ja jetzt im Oktober erstmal auf Eis gelegt wurden. Obwohl der eigentlich in Opposition zu Netanyahu steht, hat man sich entschlossen, ihn hierher zu schicken, auch weil er Überlebender des Holocaust ist. Und das knüpft nochmal an die Entstehung dieser UN-Konvention zur Bestrafung und Verhütung des Völkermords an. Denn man muss ja wissen, die ist ja gerade unter dem Eindruck des Holocaust in den 50er Jahren aufgesetzt worden. Gunnar, wo du das ansprichst, morgen ist Internationaler Holocaust-Gedenktag. Und das ist natürlich auch ein Grund, warum das Interesse an diesem Prozess so groß ist. Kannst du auch die politische, die weltgesellschaftliche Dimension dieser Entscheidung noch mal verdeutlichen? Also man sagt gerne, das ist hier das Weltgericht. Das ist natürlich ein etwas hochtrabender Begriff. Es ist natürlich das höchste Gericht der Vereinten Nationen. Und natürlich ist es eine Art Weltbühne, so wie es vielleicht auch der Sicherheitsrat ist. Und es ist eine Bühne, auf der sich weltweit die Meinung formt. Und deswegen ist es für Israel eben doch eine wichtige Bühne. Israel hat in den letzten Jahren ja immer mal wieder auch UN-Institutionen ignoriert, hat auch die Sicherheitsratsbeschlüsse ignoriert. Aber trotzdem ist für Israel es ganz entscheidend, hier sich zu verteidigen. Es nimmt dieses Gericht ernst. Was zeigt man eben auch, indem man einen Richter schickt mit Gewicht. Und Israel sagt natürlich, es ist doch ein Hohn, dass wir hier verklagt werden unter einer Konvention, die eben gerade geschaffen wurde, unter dem Eindruck des Holocaust, unter dem industriellen Massenmord an den Juden in Europa. Also Israel hat ein absolutes Interesse daran, auf dieser Bühne zu bestehen, Unterstützung zu generieren, Verständnis zu generieren für sein Vorgehen in Gaza. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch sehen, 3,5 Monate nachdem Israel angegriffen wurde, 3,5 Monate der Selbstverteidigung. Wir haben das auch letzte Woche schon bei den Außenministern in Brüssel gesehen. Die Unterstützung für Israel, die ist nicht mehr ungebrochen, die nimmt ab. Wir haben erst heute erst wieder Finnlands Außenministerin gehört, die sagt, genug ist genug nach so vielen Monaten der Selbstverteidigung. Man hört auch nach den vielen Toten, die es in Khan Yunis gegeben hat. Entschuldige, dass ich dich unterbreche. Es ist kurz nach 13 Uhr. Wir sehen jetzt, dass sich die Türen des Sitzungssaales öffnen im Friedenspalast in Den Haag. Der große Sitzungssaal, von dem wir gerade gesprochen haben. Wir sehen, dass die Richterinnen und Richter sich auf ihre Plätze begeben. Es sind insgesamt, das hat Gunnar Krüger gerade angesprochen, 17 Richterinnen und Richter aus der ganzen Welt. Den Vorsitz hat Joanne E. Donoghue, eine US-Amerikanerin, haben wir auch gerade schon gehört. Sie ist seit 2010 Richterin am Internationalen Gerichtshof, war vorher in verschiedenen Funktionen für das US-Außenministerium verantwortlich oder tätig und ist jetzt Präsidentin des Internationalen Gerichtshofs. Sie wird also gleich die Entscheidung verkünden. Mit dabei sind auch jeweils Vertreter der beiden Staaten, die wir gerade angesprochen haben. Ein ehemaliger Richter aus Israel und ein ehemaliger Richter, der stellvertretende Vorsitzende des Verfassungsgerichts Südafrikas. Und jetzt beginnt die Entscheidungsverkündung und wir gehen nach Den Haag.
In der Anordnung beginnt das Gericht damit, dass der Kontext angesprochen wird, in dem der Fall stattfindet. Am 7. Oktober 2023 haben Hamas und andere bewaffnete Gruppen im Gazastreifen einen Angriff geführt gegen Israel, wo mehr als 1200 Menschen getötet wurden. Es wurden ungefähr 240 Menschen als Geiseln genommen. Viele von ihnen sind noch Geiseln. Nach dem Angriff hat Israel einen großen militärischen Angriff geführt, und zwar von See und auf dem Land. Dadurch wurden viele Zivilisten getroffen, zivile Infrastruktur wurde zerstört und der Großteil der Bevölkerung von Gaza wurde vertrieben. Das Gericht ist sich bewusst der großen humanitären Tragödie in diesem Gebiet und weiß, dass immer noch Menschen sterben und leiden. Der Konflikt in Gaza wird angesprochen im Rahmen verschiedener Spezialagenturen, Behörden der Vereinten Nationen, und es gab Gespräche und es gab Forderungen vom Sicherheitsrat und verschiedenen anderen UN-Behörden. Der Umfang dieses Falls, der dem Gericht vorliegt, ist begrenzt, denn Südafrika hat geklagt nach der Völkermord-Konvention. Das Gericht spricht jetzt über die Bedingungen, die erfüllt werden müssen, um vorläufige Maßnahmen zu begründen. In Bezug auf die Jurisdiktion kann das Gericht nur vorläufige Maßnahmen ergreifen, wenn prima facie eine Grundlage besteht. Und diese Gerichtsbarkeit hängt ab von der Begründung des Falls. Südafrika will, dass das Gericht zuständig ist nach Artikel 36, Artikel 1 des Statuts des Gerichts und Artikel 9 der Völkermord-Konvention. Das Gericht muss zunächst bestimmen, ob diese Bestimmungen prima facie dem Gericht die Zuständigkeit geben, um dann, wenn andere Bedingungen erfüllt werden, auch vorläufige Maßnahmen zu ergreifen. Artikel 9 der Völkermord-Konvention sagt, dass Dispute zwischen den Parteien in Bezug auf die Anwendung oder Durchführung dieser Konvention, einschließlich derer in Bezug auf die Verantwortung eines Staats für Völkermord oder andere Dinge, die in Artikel 3 beschrieben sind, das muss dem Internationalen Gerichtshof vorgelegt werden, nach dem Wunsch der Parteien, einer der Parteien, die an diesem Streit teilhaben. Südafrika und Israel sind beide Parteien der Völkermord-Konvention und keine haben irgendwie einen Vorbehalt gegenüber Artikel 9 geäußert. Das Gericht erinnert daran, dass Artikel 9 der Völkermord-Konvention die Zuständigkeit des Gerichts abhängig macht von dem Fall des Streits unter diesem Gesetz. Ein Streit ist ein Konflikt rechtlicher Seiten, rechtlicher Ansichten und Konflikte. Und es muss gezeigt werden, dass der Anspruch einer Seite dem die andere Seite widerspricht. Und es muss wirklich um gegenteilige Ansichten gehen in Bezug auf die Erfüllung oder Nichterfüllung internationaler Verpflichtungen, um zu bestimmen, ob es hier einen Streit gibt, kann das Gericht sich nicht darauf begrenzen, zu sagen, dass eine Seite die Konvention erfüllt, die andere das zurückweist. Südafrika hat sich dafür entschieden, dem Gericht die Zuständigkeit zu geben in diesem Fall. Aber das Gericht muss sich auch fragen, ob die Dinge, die hier angesprochen worden sind, in den Umfang dieser Klage fallen. Das Gericht muss entscheiden, ob es einen Streit gab zwischen den Parteien zum Zeitpunkt der Klageschrift. Und da werden Erklärungen und Dokumente, die zwischen den Parteien ausgetauscht wurden, berücksichtigt und auch den Austausch in multilateralen Bereichen.
Und hier geht es darum, wer angesprochen wurde und was die Inhalte waren. Und die Bestimmung, ob es einen Streit gibt, das hängt ab von der Sachlage, nicht von der Form oder Prozedur ab. Das Gericht sagt, dass Südafrika öffentliche Erklärungen abgegeben hat in verschiedenen multilateralen Bereichen, wo die Natur und der Umfang des militärischen Vorgehens Israels in Gaza angesprochen wurde und die Verpflichtung Israels nach der Völkermord-Konvention. Und dazu gehört auch am 12. Dezember 2023 eine Erklärung der Vereinten Nationen. Israel war dort und da wurde gesagt, die Ereignisse der letzten 6 Wochen in Gaza haben gezeigt, dass Israel gegen seine Verpflichtungen nach der Völkermord-Konvention handelt. Zitat Ende. Südafrika hat dieses Statement in einer verbalen Note weitergegeben an die israelische Botschaft in Pretoria. Das Gericht sagt, dass Israel den Anwurf des Völkermords zurückweist. Das wurde am 6. Dezember 2023 vom israelischen Außenministerium gesagt und das wurde auch publiziert auf der Webseite der israelischen Verteidigungskräfte. Ebenfalls im Dezember wurde gesagt, dass der Krieg gegen Hamas. Es wurde gesagt, dass der Angriff wegen Völkermord gegenüber Israel nicht nur unbegründet ist, sondern moralisch widerwärtig. In diesem Dokument hat Israel auch gesagt, Zitat, der Anwurf des Völkermords ist nicht nur legal und faktisch inkohärent, sondern obszön und es gibt keine Begründung in den Tatsachen oder in den Gesetzen, dass dies Völkermord sei. Unter Berücksichtigung des Vorhergehenden sagt das Gericht, dass die Parteien offensichtlich gegensätzliche Meinungen haben in Bezug auf die Handlungen Israels in Gaza und ob hier die Verpflichtungen nach der Völkermord-Konvention erfüllt werden. Das Gericht sagt, dass 4 Elemente ausreichend sind, um prima facie zu sagen, dass es einen Streit zwischen den Parteien gibt in Bezug auf die Interpretation, Anwendung und Erfüllung der Völkermord-Konvention gibt. Ob die Akte und Nichthandlungen auch entsprechend unter die Völkermord-Konvention fallen, sagt das Gericht, dass wird hier gesagt, dass Südafrika zu der Frage, ob Israel Völkermordhandlungen durchführt oder nicht bestraft. Da sagt Südafrika, dass auch andere Handlungen in diesem Zusammenhang verübt wurden durch Israel, also Verschwörung zum Völkermord, öffentlicher Aufruf zum Völkermord und Komplizität beim Völkermord. Gegenwärtig muss das Gericht nicht feststellen, ob es Verletzungen von Israels Verletzungen des Völkermord, der Völkermordkommission gibt. Das muss das Gericht erst tun, wenn nach Sachlage entschieden wird. Und wenn es um eine Anordnung geht zur Verhängung von vorläufigen Maßnahmen, muss das Gericht entscheiden, ob die Handlungen und Nichthandlungen, gegen die Südafrika Klage erhebt, ob die unter die Bestimmungen der Völkermordkommission fallen. Und das Gericht sieht einige Handlungen und Nichthandlungen, die von Südafrika angesprochen wurden, dass die von Israel durchgeführt wurden und die könnten unter die Konvention fallen. Angesichts dessen sagt das Gericht, dass prima facie das Gericht zuständig ist nach Artikel 9 der Konvention, um sich mit diesem Fall zu beschäftigen. Angesichts dieser Schlussfolgerung sagt das Gericht, dass es Israels Wunsch, die Klage zurückzuweisen, nicht erfüllen kann. Das Gericht sagt zu Südafrika, dass das Gericht, das nach der Konvention über die Verhinderung und Bestrafung von Genozid in Myanmar zum Beispiel, wo Artikel 9 auch
eingefordert wurde. Da hat das Gericht gesagt, dass alle Parteien der Konvention ein gemeinsames Interesse haben, Völkermord zu verhindern, zu unterdrücken und zu bestrafen, um die Bestimmungen durchzuführen, die die Konvention vorschreibt. Dazu gehört, dass die Verpflichtungen der verschiedenen Länder ausgeführt werden von allen Parteien, die Teil der Konvention sind. Das heißt, jede staatliche Partei hat ein Interesse an der Einhaltung. Das gemeinsame Interesse an der Einhaltung der Verpflichtungen nach der Völkermord-Konvention gilt für alle Länder. Und das heißt, dass eine andere staatliche Partei Partner an dieser Verpflichtung erinnern kann. Und das Gericht findet, dass jede staatliche Partei eine andere staatliche Partei daran erinnern kann, die Verpflichtung zu erfüllen und den eigenen Verpflichtungen nach der Konvention nachzukommen. Prima facie schlussfolgert das Gericht, dass Südafrika das Recht hat, diesen Streit in Südafrika zu führen in Bezug auf die Verpflichtung Israels nach der Völkermord-Konvention. Das Gericht beschäftigt sich jetzt mit der Frage der Rechte, die geschützt werden sollen und die Verbindung zwischen diesen Maßnahmen. Und hier geht es um Artikel 41 des Statuts. Als das Objekt ist der Schutz der Rechte, die von den Parteien eingefordert werden. Das Gericht muss sich mit den Rechten beschäftigen. Therefore, the court may exercise this power only if it is satisfied that the rights asserted by the party requesting such measures are at least plausible. At this stage of the proceedings, however, the court is not Zu called diesem upon to Zeitpunkt determine des definitively Verfahrens whether the rights kann which das South Gericht Africa definitiv wishes nicht to see bestimmen, protected ob exists. das Recht It need Südafrikas only decide nach whether the Rechtsschutz rights claimed by South erfüllt werden kann. Es and kann for nur which it seeks sagen, protection dass die are Rechte, plausible. die Südafrika Moreover, a link must exist between the rights whose protection is sought and the provisional measures being requested. es muss eine Verbindung. The court recalls that in accordance with Article 1 of the Convention, all states parties thereto have undertaken to prevent and to punish the crime of genocide. Article 2 provides that, I quote, genocide means any of the following acts committed with an intent to destroy in whole or in part a national, ethnical, racial, or religious group as such. A, killing members of the group. B, causing serious bodily or mental harm to members of the group. C, deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part. D, imposing measures intended to prevent births within the group. E, forcibly transferring children of the group to another group. End of quote. Pursuant to Article 3 of the Genocide Convention, the following acts are also prohibited by the Convention: conspiracy to commit genocide, direct and public incitement to commit genocide, attempt to commit genocide, and complicity in genocide. The provisions of the Convention are intended to protect the members of a national, ethnical, racial, or religious group from acts of genocide or any other punishable acts enumerated in Article 3. The Court considers that there is a correlation between the rights of members of groups protected under the Genocide Convention, the obligations incumbent on state parties thereto, and the right of any state party to seek compliance therewith by another state party. As the Court has stated in other cases, in order for acts to fall within the scope of Article 2 of the Convention, the intent must be to destroy at least a substantial part of a particular group. This is demanded by the very nature of the crime of genocide, since the object and purpose of the Convention as a whole is to prevent the intentional destruction of groups. The part targeted must be significant enough to have an impact on the group as a whole. The Palestinians appear to constitute a distinct national, ethnical, racial, or religious group, and hence a protected group within the meaning of Article 2 of the Genocide Convention.
The court observes that, according to United Nations sources, the Palestinian population in the Gaza Strip Nach den Quellen der Vereinten Nationen sind die Palästinenser in dem Gazastreifen 3 Millionen Menschen. Die Palästinenser im Gazastreifen sind ein substanzieller Teil der Ressourcen. Following the attack of 7 October 2023 has resulted in a large number of deaths and injuries, as well as massive destruction of homes, the forcible displacement of the vast majority of the population, and extensive damage to civilian infrastructure. While figures relating to the Gaza Strip cannot be independently verified, recent information indicates that 25,700 Palestinians have been killed, over 63,000 injuries have been reported, over 360 housing units have been destroyed or partially damaged, and approximately 1.7 million persons have been internally displaced. The court takes note in this regard of the statement by the United Nations Under-Secretary General for Humanitarian Affairs and Emergency Relief Coordinator, Mr. Martin Griffiths, on 5 January 2024. I quote, Gaza has become a place of death and despair. Families are sleeping in the open as temperatures plummet. Areas where civilians were told to relocate for their safety have come under bombardment. Medical facilities are under relentless attack. A public health disaster is unfolding. Gaza has simply become uninhabitable. Its people are witnessing daily threats to their very existence while the world watches on. End of quote. Following a mission to North Gaza, the World Health Organization reported that as of 21 December 2023, I quote, an unprecedented 93% of the population of Gaza is facing crisis levels of hunger with insufficient food and high levels of malnutrition. End of quote. The court further notes the statement issued by the Commissioner General of the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East, or UNRWA, Mr. Philippe Lazzarini, on 13 January 2024. I quote, it's been 100 days since the devastating war started, killing and displacing people in Gaza following the horrific attacks that Hamas and other groups carried out against people in Israel. It's been 100 days of ordeal and anxiety for hostages and their families. In the past 100 days, sustained bombardment across the Gaza Strip caused the massive displacement of a population that is in a state of flux, constantly uprooted and forced to leave overnight, only to move to places which Die Menschen mussten in der Mitte der Nacht fliehen, wussten oft nicht wohin. Und das gilt für die ganze Bevölkerung von Gaza. Viele haben große Verwundungen, psychisch und physisch. Overcrowded and unsanitary UNRWA shelters have become home to more than 1.4 million people. They lack everything, from food to hygiene to privacy. People live in inhumane conditions where diseases are spreading, including among children. They live through the unlivable with the clock ticking fast towards famine. The plight of children in Gaza is especially heartbreaking. An entire generation of children is traumatized and will take years to heal. Thousands have been killed, maimed, and orphaned. Hundreds of thousands are deprived of education. Their future is in jeopardy with far-reaching and long-lasting consequences. The UNRWA Commissioner General also stated that the crisis in Gaza is, I quote, compounded by dehumanizing language, end of quote. In this regard, the court has taken note of a number of statements made by senior Israeli officials. It calls attention in particular to the following examples. On 9 October 2023, Mr. Yoav Gallant, Defense Minister of Israel, announced that he had ordered a complete siege of Gaza City, and that there would be no electricity, no food, no fuel, and that everything was closed. On the following day, Minister Gallant stated, speaking to Israeli troops on the Gaza border, I quote, I have released all restraints. You saw what we are fighting against.
We are fighting human animals. This is the ISIS of Gaza. This is what we are fighting against. Gaza won't return to what it was before. There will be no Hamas. We will eliminate everything. If it doesn't take one day, it will take a week, it will take weeks or even months. We will reach all places." End of quote. On 12 October 2023, Mr. Isaac Herzog, President of Israel, stated, referring to Gaza, I quote, "We are working, operating militarily according to rules of international law, unequivocally. It is an entire nation out there that is responsible. It is not true, this rhetoric about civilians not aware, not involved. It is absolutely not true. They could have risen up. They could have fought against that evil regime which took over Gaza in a coup d'etat. But we are at war. We are at war. We are at war. We are defending our homes. We are protecting our homes. That's the truth. And when a nation protects its home, it fights. And we will fight until we break their backbone." End of quote. On 13 October 2023, Mr. Israel Katz, then Minister of Energy and Infrastructure of Israel, stated on X, formerly Twitter, I quote, "We will fight the terrorist organization Hamas and destroy it. All the civilian population in Gaza is ordered to leave immediately. We will win. They will not receive a drop of water or a single battery until they leave the world." End of quote. The court also takes note of a press release of 16 November 2023 issued by 37 special rapporteurs, independent experts, and members of working groups part of the special procedures of the United Nations Human Rights Council, in which they voiced alarm over, I quote, "discernibly genocidal and dehumanizing rhetoric coming from senior Israeli government officials." End of quote. In addition, on 27 October 2023, the United Nations Committee on the Elimination of Racial Discrimination observed that it was highly concerned about the sharp increase in racist hate speech and dehumanization directed at Palestinians since 7 October. In the court's view, the aforementioned facts and circumstances are sufficient to conclude that at least some of the rights claimed by South Africa and for which it is seeking protection are plausible. This is the case with respect to the right of Palestinians in Gaza to be protected from acts of genocide and related prohibited acts identified in Article 3, and the right of South Africa to seek Israel's compliance with the latter's obligations under the Convention. The court then turns to the condition of the link between the plausible rights claimed by South Africa and the provisional measures requested. It considers that by their very nature, at least some of the provisional measures sought by South Africa are aimed at preserving the plausible rights it asserts on the basis of the Genocide Convention in the present case, namely, the right of the Palestinians in Gaza to be protected from acts of genocide and related prohibited acts mentioned in Article 3, and the right of South Africa to seek Israel's compliance with the latter's obligations under the Convention. Therefore, a link exists between the rights claimed by South Africa that the court has found to be plausible and at least some of the provisional measures requested. The court turns next to the question of risk of irreparable prejudice and urgency. It notes that, pursuant to Article 41 of its statute, it has the power to indicate provisional measures when irreparable prejudice could be caused to rights which are the subject of judicial proceedings, or when the alleged disregard of such rights might entail irreparable consequences. However, the power of the court to indicate provisional measures will only be exercised if there is urgency in the sense that there is a real and imminent risk that irreparable prejudice will be caused to the rights claimed before the court gives its final decisions. The condition of urgency is met when the acts susceptible of causing irreparable prejudice can occur at any moment before the court makes the final decision in the case. The court must therefore consider whether such a risk exists at this stage of the proceedings. The court is not called upon for purposes of its decision on the request for the indication of provisional measures to establish the existence of breaches of obligations under the Genocide Convention,
but to determine whether the circumstances require the indication of provisional measures for the protection of rights under that instrument. As already noted, the Court cannot at this stage make definitive findings of fact, and the right of each party to submit arguments with respect to the merits remains unaffected by the Court's decision on the request for the indication of provisional measures. The Court recalls that, as underlined in General Assembly Resolution 96-1 of 11 December 1946, I quote, "Genocide is a denial of the right of existence of entire human groups, as homicide is the denial of the right to live of individual human beings. Such denial of the right of existence shocks the conscience of mankind, results in great losses to humanity in the form of cultural and other contributions represented by these human groups, and is contrary to moral law and to the spirit and aims of the United Nations." End of quote. In view of the fundamental values sought to be protected by the Genocide Convention, the Court considers that the plausible rights in question in this proceeding, namely the right of Palestinians in the Gaza Strip to be protected from acts of genocide and related prohibited acts identified in Article 3 of the Genocide Convention, and the right of South Africa to seek Israel's compliance with the latter's obligation under the Convention, are of such a nature that prejudice to them is capable of causing irreparable harm. During the ongoing conflict, senior United Nations officials have repeatedly called attention to the risk of further deterioration of conditions in the Gaza Strip. The Court takes note, for instance, of the letter dated 6 December 2023, whereby the Secretary General of the United Nations brought the following information to the attention of the Security Council. I quote, "The healthcare system in Gaza is collapsing. Nowhere is safe in Gaza. Amid constant bombarding by the Israel Defense Forces and without shelter or the essentials to survive, I expect public order to completely break down soon due to the desperate conditions rendering even limited humanitarian assistance impossible. An even worse situation could unfold, including epidemic diseases and increased pressure for mass displacement into neighboring countries. We are facing a severe risk of collapse of the humanitarian system. The situation is fast deteriorating into a catastrophe with potentially irreversible implications for Palestinians as a whole and for peace and security in the region. Such an outcome must be avoided at all costs." End of quote. On 5 January 2024, the Secretary General wrote again to the Security Council, providing an update on the situation in the Gaza Strip and observing that, I quote, "Sadly, devastating levels of death and destruction continue." End of quote. The Court also takes note of the 17 January 2024 statement issued by the UNRWA Commissioner General upon return from his 4th visit to the Gaza Strip since the beginning of the current conflict in Gaza. I quote, "Every time I visit Gaza, I witness how people have sunk further into despair, with the struggle for survival consuming every hour." End of quote. The Court considers that the civilian population in the Gaza Strip remains extremely vulnerable. It recalls that the military operation conducted by Israel after 7 October 2023 has resulted inter alia in tens of thousands of deaths and injuries and the destruction of homes, schools, medical facilities, and other vital infrastructure, as well as displacement on a massive scale. The Court notes that the operation is ongoing and that the Prime Minister of Israel announced on 18 January 2024 that the war, I quote, "will take many more long months." End of quote. At present, many Palestinians in the Gaza Strip have no access to the most basic foodstuffs, potable water, electricity, essential medicines, or heating. The World Health Organization has estimated that 15% of the women giving birth in Gaza Strip are likely to experience complications, and indicates that maternal and newborn death rates are expected to increase due to the lack of access to medical care. In these circumstances, the Court considers that the catastrophic humanitarian situation in the Gaza Strip is at serious risk of deteriorating further
before the court renders its final judgment. The court recalls Israel's statement that it has taken certain steps to address and alleviate the conditions faced by the population in the Gaza Strip. The court further notes that the Attorney General of Israel recently stated that a call for intentional harm to civilians may amount to a criminal offense, including that of incitement, and that several such cases are being examined by Israeli law enforcement authorities. While such steps are to be encouraged, they are insufficient to remove the risk that irreparable prejudice will be caused before the court issues its final decision in the case. In light of the foregoing, the court considers that there is urgency in the sense that there is a real and imminent risk that irreparable prejudice will be caused to the rights found by the court to be plausible before it gives its final decision. The court concludes on the basis of the aforementioned considerations that the conditions required by its statute for it to indicate provisional measures are met. It is therefore necessary, pending its final decision, for the court to indicate certain measures in order to protect the rights claimed by South Africa that the court has found to be plausible. The court recalls that it has the power under its statute, when a request for provisional measures has been made, to indicate measures that are in whole or in part other than those requested. In the present case, having considered the terms of the provisional measures requested by South Africa and the circumstances of the case, the court finds that the measures indicated need not be identical to those requested. The court considers that, with regard to the present situation, Israel must, in accordance with its obligations under the Genocide Convention, in relation to Palestinians in Gaza, take all measures within its power to prevent the commission of all acts within the scope of Article 2 of the Convention, in particular, A, killing members of the group, B, causing serious bodily or mental harm to members of the group, C, deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part, and D, imposing measures intended to prevent births within the group. The court recalls that these acts fall within the scope of Article 2 of the Convention when they are committed with the intent to destroy in whole or in part the group as such. The court further considers that Israel must ensure with immediate effect that its military forces do not commit any of the aforementioned acts. The court is also of the view that Israel must take measures within its power to prevent and punish the direct and public incitement to commit genocide in relation to the members of the Palestinian group in the Gaza Strip. The court further considers that Israel must take immediate and effective measures to enable the provision of urgently needed basic services and humanitarian assistance to address the adverse conditions of life faced by Palestinians in the Gaza Strip. Israel must also take effective measures to prevent the destruction and ensure the preservation of evidence related to allegations of acts within the scope of Article 2 and Article 3 of the Genocide Convention against members of the Palestinian group in the Gaza Strip. Regarding the provisional measure requested by South Africa that Israel must submit a report to the court on all measures taken to give effect to the order, the court recalls that it has the power, reflected in Article 78 of the Rules of Court, to request the parties to provide information on any matter connected with the implementation of any provisional measures it has indicated. In view of the specific provisional measures it has decided to indicate, the court considers that Israel must submit a report to the court on all measures taken to give effect to this order within 1 month as from the date of this order. The report so provided shall then be communicated to South Africa, which shall be given the opportunity to submit to the court its comments thereon. The court recalls that its orders on provisional measures under Article 41 of the statute have binding effect and thus create international legal obligations for any party to whom the provisional measures are addressed.
The Court reaffirms that the decision given in the present proceedings in no way prejudges the question of the jurisdiction of the Court to deal with the merits of the case or any questions related to the admissibility of the application or to the merits themselves. It leaves unaffected the right of the governments of the Republic of South Africa and the State of Israel to submit arguments in respect of these questions. The order then states that the Court deems it necessary to emphasize that all parties to the conflict in the Gaza Strip are bound by international humanitarian law. It is gravely concerned about the fate of the hostages abducted during the attack in Israel on 7 October 2023 and held since then by Hamas and other armed groups, and calls for their immediate and unconditional release. I shall now read out the operative part of the order. For these reasons, the Court indicates the following provisional measures. 1. By 15 votes to 2, the State of Israel shall, in accordance with its obligations under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in relation to the Palestinians in Gaza, take all measures within its power to prevent the commission of all acts within the scope of Article 2 of the Convention, in particular, A, killing members of the group, B, causing serious bodily or mental harm to members of the group, C, deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part, and D, imposing measures intended to prevent births within the group. In favor, President Donahue, Vice President Gevorgian, Judges Tomka, Abraham, Benuna, Yusuf, Shway, Bandari, Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, Charlesworth, Brandt, Judge Ad hoc Moseneke. Against, Judge Sebatinde, Judge Ad hoc Barak. By 15 votes to 2, the State of Israel shall ensure with immediate effect that its military does not commit any acts described in point 1 above. In favor, President Donahue, Vice President Gevorgian, Judges Tomka, Abraham, Benuna, Yusuf, Shway, Bandari, Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, Charlesworth, Brandt, Judge Ad hoc Moseneke. Against, Judge Sebatinde, Judge Ad hoc Barak. By 16 votes to 1, the State of Israel shall take all measures within its power to prevent and punish the direct and public incitement to commit genocide in relation to members of the Palestinian group in the Gaza Strip. In favor, President Donahue, Vice President Gevorgian, Judges Tomka, Abraham, Benuna, Yusuf, Shway, Bandari, Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, Charlesworth, Brandt, Judges Ad hoc Barak, Moseneke. Against, Judge Sebatinde. By 16 votes to 1, the State of Israel shall take immediate and effective measures to ensure the provision of urgently needed basic services and humanitarian assistance to address the adverse conditions of life faced by Palestinians in the Gaza Strip. In favor, President Donahue, Vice President Gevorgian, Judges Tomka, Abraham, Benuna, Yusuf, Shway, Bandari, Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, Charlesworth, Brandt, Judges Ad hoc Barak, Moseneke. Against, Judge Sebatinde. By 15 votes to 2, the State of Israel shall take effective measures to prevent the destruction and ensure the preservation of evidence related to allegations of acts within the scope of Article 2 and Article 3 of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide against members of the Palestinian group in the Gaza Strip. In favor, President Donahue, Vice President Gevorgian, Judges Tomka, Abraham, Benuna, Yusuf, Shway, Bandari, Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, Charlesworth, Brandt, Judge Ad hoc Moseneke. Against, Judge Sebatinde, Judge Ad hoc Barak. By 15 votes to 2, the State of Israel shall submit a report to the Court
on all measures taken to give effect to this order within 1 month as from the date of the order. In favor, President Donahue, Vice President Gevorgian, Judges Tomka, Abraham, Benuna, Youssef, Shway, Bandari, Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, Charlesworth, Brandt, Judge Ad hoc Moseneke. Against? Judge Sebutinde, Judge Ad hoc Barak. I shall now call upon the registrar to read the operative part of the order in French. Par ces motifs, la Cour indique les mesures conservatoires suivantes. 1. Par 15 voix contre 2, l'État d'Israël doit, conformément aux obligations lui incombant au titre de la Convention pour la prévention et la répression du crime. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Userinnen und User, soweit also aus dem Internationalen Gerichtshof von Den Haag. Bevor wir in die Analyse und die Zusammenfassung gehen, müssen wir uns an dieser Stelle natürlich massiv entschuldigen für die Tonprobleme, die aufgetreten sind. Das waren rein technische Probleme. Jeder, der uns Absicht unterstellt, liegt falsch. Wir arbeiten und haben die ganze Zeit schon daran gearbeitet, konnten es aber nicht beheben. Für alle die es in Englisch verfolgen konnten, hoffentlich hatten sie trotzdem einen Mehrwert und wir versuchen das jetzt hier zusammenzufassen. Also, wir haben die Vorsitzende Richterin Joanne E. Donoghue gehört. Der Internationale Gerichtshof wird die von Südafrika eingereichte Völkermordklage gegen Israel nicht verwerfen. Die Präsidentin des Gerichts hat Israel zurechtgewiesen. Israel muss seine Maßnahmen zum Schutz der Palästinenser erhöhen, muss mehr humanitäre Hilfe gewährleisten und darüber auch Bericht erstatten. Und vor allem muss Israel gewährleisten, dass es der UN-Völkermord-Konvention folgt. Wir ordnen das alles ein. Unser Kollege Gunnar Krüger ist vor der Örtlichkeit in Den Haag. Gunnar, du konntest das auch verfolgen. Was sind für dich die bemerkenswertesten Punkte in den Ausführungen der Richterin gewesen? Ja, ich konnte das verfolgen über den Livestream und auch über das Public Viewing, so wie das hier viele Anhänger der palästinensischen Seite auch getan haben. Und bei jedem der Punkte, die du eben aufgezählt hast, kam Jubel. Nämlich erstens bei der Frage, ob das Gericht sich überhaupt für zuständig hält, erster Jubel. Dann bei der Frage, ob die von Südafrika vorgebrachten Vorwürfe gegen Israel in ihrer Gesamtheit überhaupt plausibel sind. Das hat das Gericht bejaht. Wieder gab es hier Jubel, Free, Free Palestine-Rufe. Und dann die weiteren Punkte, nämlich, dass Israel verpflichtet werden soll, weitere Handlungen, die als Völkermord gelten könnte, zu verhindern, dass ein Militär weitere Tötungen in der Gruppe, nämlich der Palästinenser, verhindern soll. Das alles hat hier zu Jubel geführt. Wozu es keinen Jubel gab, war das, was das Gericht eben nicht gesagt hat. Es hat nicht von einem sofortigen, dauerhaften Waffenstillstand für Gaza gesprochen. Vielen Dank, Gunnar Krüger, dass du das für uns mit verfolgt hast. Vielen Dank nach Den Haag für den Moment. Wir lesen übrigens auch gerade hier in den Agenturen, dass Greta Thunberg sich unter die Demonstrierenden gemischt hat und dort auch mit demonstriert. Ich würde dir gerne noch eine weitere Frage stellen, wenn ich darf, wenn die Regie nicht sagt, wir sollen weitergehen. Aber eine Frage an dich noch, Gunnar. Eine Frage, die natürlich auch an den Chats gestellt wird, auch wenn wir wissen, dass das heute nicht das eigentliche Thema war. Aber die Frage, auf die hier jeder eine Antwort haben möchte in den Chats ist, begeht Israel Völkermord, ja oder nein? Was bedeuten diese Aussagen von der Richterin heute in Bezug auf diese Frage? Also ich finde, das muss man in der Hitze der Debatte, und man spürt es ja auch, wie das hier aufgenommen wird, noch mal ganz, ganz klarstellen. Das Gericht hat heute nicht in der Sache entschieden. Es hat allein über die Frage entschieden, ob die von Südafrika vorgebrachten Vorwürfe so plausibel sind, dass man jetzt vorläufige Maßnahmen ergreifen muss. Und das hat das Gericht in seiner großen Mehrheit bejaht. Die Frage, ob Israel tatsächlich hier Völkermord in Gaza begangen hat oder noch im Gange ist zu begehen,
die ist noch lange nicht beantwortet. Und dafür gilt es auch, andere Dinge nachzuweisen, nämlich vor allen Dingen den Vorsatz. Und diesen Vorsatz, der ist aus Sicht von Israel überhaupt nicht dargestellt. Man unterscheidet hier ganz deutlich zwischen politischen Äußerungen der Politiker in der israelischen Regierung und auf der anderen Seite das tatsächliche Handeln von Israel vor Ort. Und da sagt Israel und verteidigt sich, man habe natürlich humanitäre Hilfe zugelassen und man habe natürlich immer die Absicht gehabt, so wenig zivile Opfer wie möglich. Vielen Dank, Gunnar Krüger nach Den Haag.